Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Cormike. Heute ist wieder ein herrlicher Sommertag und der Pool hinter mir lädt geradezu ein, mal eine Runde schwimmen zu gehen. Dennoch möchte ich gern wissen, wie warm oder kalt ist denn das Wasser, damit ich weiß, ob ich mir eine kurze oder eine lange Badehose anziehen soll. Bisher habe ich die Temperatur immer über ein Thermometer direkt hier im Wasser gemessen. Allerdings muss ich dafür immer wieder runter in den Garten an den Pool, um nachzuschauen, lohnt sich's oder lohnt sich's nicht. Es wäre natürlich viel schöner und einfacher, wenn ich die Temperatur meines Pools direkt am Smartphone auslesen könnte, über ein Webportal, am Client, wo auch immer. Und das werde ich heute realisieren, indem ich eine automatische Temperaturerfassung einbaue. Und da ich euch in einem meiner letzten Videos gezeigt habe, wie ich eine automatische Dosieranlage eingebaut habe von Bayrol, werde ich natürlich auch das passende Gegenstück hier in meiner Anlage installieren. Ihr seid gespannt, kurz und knapp zeige ich euch, wie sowas funktioniert. Hier hinter mir seht ihr meine Bayrol Chlor pH Automatik Dosierschleuse. Mit dieser Anlage wird automatisch der Chlorwert bzw. der pH-Wert im Poolwasser angepasst. Die Anlage ist so konzipiert, dass sie über zwei Sonden den pH-Wert bzw. den Chlorwert, den Redoxwert misst und entsprechende Mittel in die Verrohrung einpumpt. Ein Pedalschalter hier hinten sorgt dafür, dass das Ganze nur funktioniert, wenn das Wasser auch in Bewegung ist. Und diese Anlage bietet natürlich auch noch einen Anschluss für den Temperatursensor, den ich hier einbauen werde, um über die Smart App bzw. über das Webportal von Bayrol eben nicht nur meine Wasserwerte auslesen zu können, sondern auch die Temperatur. Ich habe bereits einen Temperatursensor eingebaut, diesen hier. Das Prinzip ist also nicht neu, ist nicht unbekannt und ihr müsst nicht zwingend einen Temperatursensor von Bayrol verwenden. Wenn ihr eine andere Anlage habt, funktioniert das natürlich ganz genauso. Dieser Temperatursensor sorgt dafür, dass meine Steuereinheit für die Solarpumpe automatisch umschaltet, wenn das Wasser zu kalt ist, bzw. wieder zurückschaltet, wenn das Wasser warm genug ist. Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ich diesen Temperatursensor in die bestehende Verrohrung direkt nach meiner Pumpe einbaue, denn ich möchte ja wissen, wie warm bzw. wie kalt ist das Wasser im Becken und nicht wie warm oder kalt ist das Wasser, was von der Solarheizung zurückfließt. Hierfür gibt es diese sogenannten Manschetten, die werden in das Rohr verbaut bzw. um das Rohr herum verbaut. Oben wird ein Loch hineingebohrt, anschließend Temperatursensor eingehangen, angeschlossen und mehr ist es gar nicht. Seid gespannt. Bevor ich diese Manschette in meine Poolverrohrung hier an dieser Stelle einbaue, habe ich natürlich erst einmal die Pumpe abgeschalten. Würde die Pumpe weiterlaufen, würde nach dem Bohren des Loches hier eine riesige Wasserfontäne nach oben steigen. Zusätzlich werde ich auch alle Zuläufe zu dieser Stelle sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf abdrehen und über das Ventil an meiner Sandfilteranlage erst einmal den Druck entweichen lassen. Denn ich möchte nicht mehr Sauerei hier machen, als unbedingt notwendig ist. Anschließend werde ich mit die Manschette auf dem Rohr positionieren und mir anzeichnen, wo das Loch später gebohrt werden muss. Mit einem entsprechenden Bohrer, wie sowas hier, werde ich das Loch in die Verrohrung hineinbohren und anschließend wird dann diese Manschette mit einem entsprechenden Nullring bzw. O-Ring hier befestigt, mit dem Gegenstück dann auch noch gekondert, fest verschraubt und das Ganze sollte idealerweise natürlich wasserdicht sein. Anschließend wird nun noch dieser Sensor hineingeschraubt und die Rückseite des Sensors wird dann mit der Steueranlage verbunden. Nachdem ich den Sensor eingebaut habe, muss ich nun lediglich noch den Stecker mit meiner Bayrol-Einheit verbinden. Damit die Bayrol meinen Temperatursensor auch erkennt, muss ich diesen zunächst im Menü aktivieren.
Hierzu wähle ich das Hauptmenü, Einstellung, Temperatureinstellung. Der Temperatursensor wird im Moment nicht verwendet, das ändere ich um auf den Birol-Sensor, bestätige das Ganze und ihr seht, die Temperatur wird im Moment mit 26,6 Grad angezeigt. Übrigens, solltet ihr hier zunächst einen Code benötigen, um in dieses Menü hereinzugehen, versucht es doch einfach mal mit der 5678. Der Einbau des Sensors hat keine 10 Minuten gedauert. Die Manschette ist dicht, nichts tropft, nichts leckt. Das Kabel habe ich hier hinten lang geführt und mit ein paar Kabelbindern entsprechend so festgemacht, dass es mich nicht stören wird. Die Anlage selber zeigt mir jetzt die richtige Temperatur an, so soll das Ganze sein und natürlich habe ich auch die Möglichkeit über die App direkt abzufragen, wie warm das Wasser denn ist. Wenn die Temperatur zu sehr von den Temperaturen abweicht, die ihr mit dem Becken manuell gemessen habt, dann könnt ihr hier zusätzlich einen Temperaturabgleich machen. Das heißt, ihr bringt der Anlage die tatsächliche Wassertemperatur bei und tut somit den Sensor kalibrieren. Ich werde die Abdeckung nun wieder zumachen und euch schon mal auf das nächste Video vorbereiten, denn meine Anlage verbraucht extrem viel Chlor. Ich habe mittlerweile herausgefunden, warum das Ganze so ist und ich werde in einem meiner nächsten Videos euch zeigen, wie ich die Anlage so umstelle, dass der Chlorverbrauch in die Normalität übergeht und natürlich auch, was es damit auf sich hatte. Wenn euch das interessiert, abonniert den Kanal, gebt mir ein Like. Wenn ihr wissen wollt, was ich hier eingebaut habe, wo ich den Sensor her habe, was so ein Teil überhaupt kostet, schaut gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch die Bauteile, die ich hier verwendet habe. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützt und über meine Links einkauft, sofern das für euch in Betracht kommt. Und ich freue mich aufs nächste Video, auf den Austausch in den Kommentaren und sage ciao, bis zum nächsten Mal.